Hallo! Und willkommen zu einer neuen Folge mit Neuland Stories. Mit uns, mit Neuland Stories. Exakt. Es ist der Tag der Tage. Wir haben in den letzten Videos so einige Male rumgeplänkelt, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Rumgeplänkelt. Dass wir was geplant haben. Und wir hoffen, ihr habt alle auf das Video geklickt, weil ihr Interesse daran habt, was jetzt kommt. Und was wir geplant haben. Denn wir werden es euch in diesem Video verraten. Ja, wir haben lange gebraucht, beziehungsweise haben wir immer gesagt, es standen ein paar Entscheidungen an in den letzten Monaten, seit wir wieder zurück sind. Und es sind vielleicht nicht alle Entscheidungen getroffen worden, aber schon ein paar essentielle. Und von denen erzählen wir euch heute. Ja. Denn wir haben ziemlich lange überlegt, was wir eigentlich machen wollen, wenn wir zurückkommen. Wir lieben Vanlife, wir lieben unseren Van, aber es fühlt sich auch so wie eine Komfortzone. Ein bisschen wie eine Komfortzone an, ein bisschen... Es ist uns vielleicht ein bisschen zu normal geworden. Also es war nicht mehr so... Auch verrückt, dass wir das irgendwann mal sagen. Ja, so dass es nicht mehr dieses Abenteuer ist, was wir gerne spüren, was wir gerne machen, warum wir auch, ich weiß nicht, das gewählt haben, dass wir so eine Reise machen, dass es ein bisschen aufregend alles ist und das hat uns jetzt so ein bisschen gefehlt. Ja, wir wissen noch nicht ganz genau, wo wir damit hinwollen, aber wir haben auf jeden Fall Lust, es auszutesten, ob es was für uns ist. Und waren uns am Anfang, haben wir erstmal unsere Fühler ausgestreckt und uns in alle Richtungen, irgendwie, keine Ahnung, informiert. So Tiny House oder, keine Ahnung, einfach ein leeres Grundstück. Haben dann aber auch ziemlich schnell festgestellt, das ist erstmal schwer zu kriegen. Und zu finanzieren. Und ich glaube, wir wollen was Bewegliches haben. Ja, ein Tiny House auf Rädern. Nein, wir haben, festgestellt, dass wir gerne eine Base haben, aber wir genauso gerne auch unterwegs sind. Ja. Der Van uns aber nicht mehr ganz so challenged, weil er einfach so eine Wohlfühl-Oase geworden ist. Korrekt. Und wir brauchen wieder Adrenalin, Abenteuer. Und haben uns irgendwie entschieden, ein neues Fahrzeug. Muss es sein. Es wird ein neues Fahrzeug. Wir wissen nicht, wie eure Reaktion gerade ist. Ja, ihr seid auf jeden Fall, wir stellen uns vor, ihr sitzt am Fernseher und sagt, ja klar, was denn sonst? Ja klar, was denn sonst? Auf jeden Fall sind wir erstmal losgezogen, würde ich sagen, und haben erstmal einfach so rumgeguckt, was es denn so gibt, was denn was für uns wäre. Weil wenn man ehrlich ist, wenn man sich damit beschäftigt, was für ein Fahrzeug will man eigentlich, zumindest ist es bei mir so, mir gefallen ganz, ganz viele unterschiedliche Fahrzeuge. Groß, riesig, klein, mobil, keine Ahnung. Wir hatten so viele Ideen und wussten wirklich gar nicht, was es eigentlich werden soll. Und, könntest du dir eine Verkleinerung vorstellen? Kommt ein bisschen drauf an. Also ein Jeep an sich, ja, den jetzt wahrscheinlich nicht, aber so ein älterer Sahara oder sowas. Sowas? Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, wenn vergrößern, dann irgendwie was Besondereres. Ich weiß nicht, so ein Wohnmobil. Und auch wenn man unterwegs mal so durch die Gegend fährt und mit offenen Augen durch die Straßen guckt, findet man manchmal auch ein paar Fahrzeuge, die so ein zu verkaufen Schild drin haben. Manchmal sind es ja so die zufälligen Begegnungen, die dann vielleicht was sind, wo der Funke überspringt. Was zu verkaufen. Wäre mal eine andere Variante. Das wäre mal was anderes. Schauen wir uns aber mal an. Finde ich irgendwie richtig cool. Das wäre auf jeden Fall mal was anderes. Mit Alkoven und Nasszelle. Schönes Projekt. Hat ein bisschen was zu tun. Ja. Kann ja mal die Details anfragen. Ja. Erstes Projekt wären aber neue Sitzbezüge.
Wieso? Sind doch schön bunt. Hätte jetzt gesagt, das gefällt mir ganz gut. Und am Anfang sind wir sogar auch nur über die Plätze gelaufen, um einfach mal so rauszufinden, auf welche Größe wollen wir uns eigentlich vielleicht spezialisieren, ohne jetzt großartig schon in die Wagen reinzugucken und Verkaufsgespräche zu führen, sondern wir wollten erstmal so ein Gefühl dafür finden, wenn wir davor stehen, welche Größe soll es eigentlich so werden. Und auch da war es gar nicht so einfach. Ist auch nicht schlecht. Die Säge hier ist ziemlich fies. Also so eine Größe finde ich auch nicht schlecht. Von Ford Tourneo, so eine Größe VW California. Gleich mit Dachzelt oben drauf, schön flexibel. Kann man auch schöne Sachen draus machen, glaube ich. Irgendwie habe ich den so noch gar nicht gesehen. Kenne ich gar nicht. Ich meine, wir hatten ja das Fahrzeug meiner Eltern direkt vor der Tür stehen, was so ein bisschen größer ist, was auch irgendwie Spaß macht. Bräuchte man aber auch einen Führerschein, einen neuen. Nächstes Abenteuer. Neuer Führerschein. Ja, oder halt was komplett anderes, kleineres. Mehr draußen oder so. Oder 4x4. Schön mit Dachzelt. Überall hinkommen. Der gefällt mir gar nicht so schlecht, muss ich zugeben. Ich dachte, der Duster wäre gar nichts. Aber irgendwie ist der gar nicht schlecht. Das ist auch so eine gute Balance zwischen Alltag und Abenteuerfahrzeug. Und halt irgendwie alle Spirenzchen, die man sich so vorstellen kann beim Auto. Und haben halt einfach mal so in uns reingehört, auf was haben wir Lust, auf was haben wir mehr Bock. Und zwischendurch haben wir auch gedacht, vielleicht ist es auch wirklich so, dass wir einfach rumfahren müssen und dann wird uns das Universum schon das Auto irgendwann dahinstellen mit einem Verkaufsschild dran und dann ist es der. Und wir müssen gar nicht suchen, sondern er wird uns einfach dahingestellt. Aber wir wollen es auch nicht nur den Zufall überlassen. Nee. Und deswegen haben wir gedacht, natürlich eBay Kleinanzeigen und Online-Recherche und wir haben uns wirklich Wochen, Monate lang, so? Genau, mobile, meine App. Wie viele also ich dachte immer, er bekommt Nachrichten, aber es waren gar keine Nachrichten, sondern war immer diese Aufploppung von mobile.de. Ich hatte Suchen gespeichert in jeglicher Größenordnung, was man sich so vorstellen kann. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Wir haben monatelang auch online recherchiert. Und ja, und dann haben wir uns natürlich auch welche angeguckt und auch ein Fahrzeug, dass wir uns auch schon ehrlicherweise dann sehr lange uns so ein bisschen dahin entwickelt haben, wo wir gesagt haben, das wäre ziemlich verrückt, wenn wir das machen. Lustigerweise hatten wir die Idee, zwischendurch schon mal während der Panamericana. Ja. Und dann hatten wir es aber schon wieder so ein bisschen ad acta gelegt und dachten so, nee. Wir wussten noch gar nicht, ob es möglich ist, ja, ob wir es finanzieren können, ob das irgendwie einfach in dem Bereich des Möglichen ist, wenn wir sowas machen. Aber irgendwie haben wir uns dann so ein bisschen in diese Richtung entwickelt und haben auch einen online gefunden, den wir uns unbedingt angucken wollten. Ja, genau, wir hatten ja geschrieben, richtig. Genau, nochmal, um einen Termin für eine Besichtigung auszumachen. Wann würde Ihnen das dann am besten passen? Ja, das kriegen wir hin, das passt. Dann machen wir das so und wir sehen uns dann schon übermorgen. Perfekt. Jo, Dankeschön. Tschüss. Haben wir Besichtigungstermin. Irgendwie war es verrückt und natürlich dachten wir die ganze Zeit, das ist doch Quatsch. Das ist doch völlige, das können wir Banane. nicht machen. Nee. Aber wir sind dann einfach mal losgefahren und haben gedacht, egal, den gucken wir jetzt auch noch mal an. Und wer weiß, was da passiert. So, wir sind wieder unterwegs. Wir gucken uns das nächste Auto an. Diesmal müssen wir allerdings eine ganze Ecke weiterfahren. Sind so 4 Stunden Fahrt ungefähr. Jo, mal schauen. Bist du guter Dinge? Ich habe ein bisschen Flugzeug im Bauch, aber das ist ja tendenziell auch ein gutes Zeichen. Gucken wir mal.
Ich hoffe, der Weg lohnt sich. Wie ihr seht, wir sind nicht in Groot unterwegs, weil es ein bisschen weiter geht, haben wir uns von Svennys Eltern das Auto leihen dürfen, damit wir ein bisschen zügiger über die Autobahn fahren können. Und halt ein sehr heißer Tag. Und ein sehr heißer Tag ist und wir eine Klimaanlage hier drin haben. Groot hätte uns diesen Tag ein bisschen anstrengender fabriziert. Definitiv. Ja, aber wir sind gerade aufgebrochen, jetzt düsen wir los und dann gucken wir, was es heute gibt. Das ist eine Sache, liebe Leute. Ich hole Svenny mal dazu. Läuft bei uns. Wir sind ja auf dem Weg, um uns ein Auto anzuschauen. Da kommen wir aber gerade nicht hin, weil wir eine Autopanne haben. Eben haben wir uns noch so gefreut, dass wir eine Klimaanlage im Auto haben, dass wir ein bisschen zügiger vorankommen. Jetzt kommen wir aber gar nicht mehr voran. Und irgendwie hat die Bremse angefangen zu qualmen und zu schreien und es hat einfach nicht aufgehört. Sind wir rangefahren, haben dann gesehen, wie es gequalmt hat und wie es gestunken hat. Und jetzt warten wir auf den ADAC. Gut, dass es die gibt. Gut, dass es die gibt, die gelben Engel. Und dann mal schauen, ob wir weiterfahren, ob wir, ja, wie es weitergeht. Nochmal einen Anlauf starten. Ja, wir sehen, oh Mann ey. Also wir sehen uns gleich mit den gelben Engeln. Okay. Ja. Ja, okay, wir haben es jetzt einfach. Ja. Okay, super. Vielen Dank. Warteschleife ist schön. Macht Spaß. Habe ich mir heute anders vorgestellt. Ja, geht nochmal von vorne los. Ja, war nicht so einfach. Wir wurden jetzt an eine Werkstatt transportiert und wollten aber eigentlich einen Rücktransport. Aber irgendwie ist da von den Mitgliedschaften was schiefgelaufen. Naja, kriegen wir hin. Wie ist der aktuelle Stand? Ich bin in der Warteschleife. Okay, weil gerade die Kollegin meinte am Telefon, dass das dann wie eine Plus-Mitgliedschaft ist. Ja, aber dann kann man das. Okay. Aber uns wurde ja gerade gesagt, darf nicht innerhalb wo sein. Weiter Richtung Südwest auf am Rathausplatz. Sen får vi dort. Durch Jolly-Straße. Oh Leute, Fahr nach Hause, dann kann ich ja losfahren. ich habe noch keine Antwort. Also es ist wirklich ein absoluter Horrortag. Alles schief gegangen, was hätte schief gehen können. Der ADAC ist wirklich der letzte Laden. Super anstrengend, wie das alles abgelaufen ist. Von, dass sie uns nicht dahin abschleppen wollten, wo wir hinwollen. Dann haben sie uns zu einer Werkstatt. Da ist auf einmal der Fahrer abgezogen worden. Er ist einfach abgehauen, hat uns da stehen lassen.
dann haben sie, keine Ahnung, sie haben es einfach nicht hingekriegt. Haben dann irgendwann gesagt, ach ja, stimmt, wir können euch ja doch abschleppen, aber dann hättet ihr das doch schon direkt an der Pannstelle machen sollen. Und ich sag, ja, das wolltet ihr aber nicht. Egal, dann sollten wir ein Taxi nehmen, wo wir einen Mietwagen bekommen. 30 € vom Taxi bezahlen sie, aber die Mietwagenstelle ist so weit weg, dass wir jetzt 75 € zahlen mussten. Denn beim Mietwagen angekommen hieß es, wir müssen den für mindestens 3 Tage und für pro Tag 20 € Versicherung zahlen. Naja, oder Selbstbeteiligung. Naja, oder 1000 Euro. Selbstbeteiligung 1000 €, whatever. Und jetzt ist es aber auch so spät, dass wenn wir jetzt noch dahin fahren würden, wo wir hinfahren wollen, wäre es komplett dunkel. Das heißt, wir können das Auto dann auch gar nicht mehr angucken. Also überlegen wir jetzt gerade, dass wir nach Hause fahren. Und morgen neuer Tag und das dann morgen machen. Allerdings hat die Person morgen auch nicht wirklich Zeit. Deswegen wissen wir gar nicht, ob wir es schaffen. Wir sind todesgenervt. Richtig ätzender Tag. Erstmal Das ist echt der Hammer. sitzen und durchatmen. Eigentlich sitzen und durchatmen, aber ich atme schon seit 7 Stunden durch. Sie schreibt, ja, ist okay. Wir melden uns wieder. Vielleicht ja mit besserer Laune. Jetzt bringe ich keine netten Sätze mehr raus. Ich habe halt die Situation schon akzeptiert, wie wir das alles nicht ändern. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht ändern, aber irgendwie bin ich gerade, es lohnt sich nicht, sich drüber aufzuregen. Jetzt rechts abbiegen in die Dürkheimer Straße. Also wieder nach Hause. Wieder nach Hause erstmal. Ach so, was ich noch vergessen hatte, war, dass wir dann bei unserer Mietwagenstation angekommen sind und dann der Taxifahrer gesagt hat, ach so, ja, Kartenzahlung machen wir übrigens nicht. Ich brauche schon Bargeld. Also, nochmal 10 € berechnen. Also mussten wir nochmal für 10 € zu einer Bank fahren und Bargeld holen. Aber wir durften noch nicht sauer mit ihm sein, weil er der einzige Taxifahrer war, der einen Hund mitgenommen hat. Und natürlich sind ja auch unsere Handys absolut am Limit gewesen und meins schon einmal leer, das konnte ich ein bisschen im Taxi laden, aber Ich bin froh, dass wir das überhaupt gemacht haben. wir hatten ja zum Glück ein Ladekabel dabei. Wir dachten, wir können das hier. Und für den Touran haben wir natürlich eins mit USB-Anschluss extra mitgenommen. Und im Mietwagen ist nur USB-C-Anschluss, das heißt, wir können jetzt auch gar nichts mehr klären, weil jetzt beide Handys leer sind, wir können sie auch nicht mehr laden. Das ist unbelievable. Das ist wirklich Murphy's Law. Da muss man schon wieder lachen. Ja, da kann man nur lachen. Das ist absurd. Wenn ihr mitfühlen könntet. Basti, raus, Ende. Ach so, und glaubt man nicht, dass die bei der Mietstation irgendwas schon vorbereitet hatten. Völlig überfordert, dass wir da jetzt angekommen sind und haben noch mal eine Stunde gebraucht, um die Dokumente da aufzusetzen. Weil, ach guck mal, wer sind Sie denn? Was wollen Sie denn hier? Ein Mietwagen! Sorry, der musste noch sein. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, ist bei uns gerade so eine richtige Umbruchphase. Wir sind viel unterwegs und überlegen gerade, wie es so weitergehen kann für uns. Und das ist einerseits ziemlich aufregend, aber andererseits auch super stressig. Und normalerweise würde ich da morgens oder generell den ganzen Tag ziemlich schnell zum Kaffee greifen. Und wir haben jetzt aber eine richtig coole Alternative dazu gefunden. Und zwar den Bio-Focus Mushroom Kakao Drink von Fair Natural. Das Pulver mischen wir uns morgens mit pflanzlicher Milch an und es gibt uns genau den richtigen Fokus für die vollen Tage. Statt Nervosität durch zu viel Koffein haben wir eine Kombination aus Kakao und funktionellen Pilzen, die uns Energie und Konzentration schenken und dabei richtig lecker schmecken. Mit unserem Code Neuland bekommt ihr 15% Rabatt auf euren Einkauf bei Fair Natural. Also schaut am besten mal auf der Website vorbei. Den Link packen wir euch natürlich unten in die Beschreibungsbox. Was uns richtig gut gefällt bei Fair Natural ist, dass sie komplett in Deutschland produzieren. Sie setzen auf Bio-Zutaten und sind sogar vegan. Perfekt also für uns unterwegs im Van. Wir packen einfach Milch in den Shaker, das Pulver oben drauf und fertig. Richtig, richtig gut für unseren Alltag. Und vergesst nicht, mit unserem Code
In Neuland bekommt ihr 15% Rabatt auf euren Einkauf bei Fair Natural. Also probiert es einfach mal aus und testet gerne euch durch die Produkte. Guten Morgen zusammen. Ein neuer Tag. Es ist sehr früh. Der Frust ist vergessen und runtergeschluckt. Wir sind wieder auf dem Weg. Gleiches Ziel wie gestern. Wir haben kurz nach 6. Es ist sehr früh. Ich sehe auch noch ein bisschen zerknautscht aus. Bin ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Wie geht's dir? Eigentlich entspannt. Entspannt und frisch. Svenny ist gut drauf. Heute sind wir in unserem ADAC Club Mietauto. Danke für den Support, ADAC. Ja, und wir werden berichten, wie es heute ausgeht. Ihr könnt ja zumindest mal die Daumen drücken, dass wir ankommen. Gott, warum habe ich das gesagt? So, wir sind an dem Parkplatz vorbeigefahren, wo wir gestern liegen geblieben sind. Das heißt, wir sind jetzt weiter als gestern. Wir haben schon mal mehr geschafft. Und es sieht alles noch gut aus. Also, wir sind wieder guter Dinge. On track. Und on track. Einmal hatten wir Stau für so circa 30 Minuten, ansonsten sind wir ziemlich gut durchgekommen und jetzt sind es noch 10 Minuten und wir sind da. Für die Straße Westtangente. Ausfahrt verlassen und dem Straßenverlauf weiter folgen. Dann gucken wir uns den mal an. Und trotz, dass es uns vom Universum so schwer gemacht wurde, haben wir ein neues Familienmitglied. Und das ist Neuland Stories neues Fahrzeug. Das ist er. Klein, aber mit viel Power. Ein Suzuki Jimny, dritte Generation, 85 PS von 2006, also nächstes Jahr Oldtimer und hat 133 Kilometer, das wäre schön, 133.000 Kilometer gelaufen, ist aber teilrestauriert und top in Schuss. Einen Namen haben wir dafür auch schon, natürlich, aber den gibt es am Schluss und wir zeigen euch jetzt erstmal, wie der Kleine aussieht. Es wird natürlich nur eine kurze Roomtour, weil so viel gibt es noch nicht zu sehen. Das ist das Fahrerhaus. Eigentlich ein Viersitzer, aber die Sitze hinten sind schon draußen. Der Vorbesitzer hat hier auch schon ein paar Boxen eingebaut. Die zeigen wir euch gleich. Hier vorne gibt es auch nicht viel zu sehen. Voll Lederausstattung, Klimaanlage. Ich kann es nicht glauben, wir haben Klimaanlage. Leute, Sitzheizung, die geht an oder aus für beide Sitze. Ein CD-Radio,
wird wahrscheinlich auch noch mal was passieren. Das Wichtigste aber, warum wir uns vor allen Dingen für dieses Auto entschieden haben, ist natürlich der zuschaltbare Allrad. Der geht elektronisch zuzuschalten und auch die Low, die Untersetzung. Ansonsten ist es ein Two-Wheel-Drive mit Heckantrieb und hat ziemlich Power, ehrlich gesagt. Und darum lieben wir dieses Auto einfach. Er fährt sich extrem gut. Es macht wahnsinnig viel Spaß, das Auto zu fahren. Und wir waren noch nicht mal ansatzweise irgendwo im Gelände. Und darauf freuen wir uns sehr. Was kann man noch sagen hier vorne? Eigentlich war es das schon. Außer, dass wir auch elektronische Fensterheber haben und auch elektronisch einstellbare Seitenspiegel. Also schon fast ein neu modernes Auto. Aber es ist schon gefühlt halt mehr als Groot hatte. Und am meisten freuen wir uns natürlich über die Klimaanlage. Das hat uns ja ganz schön zugesetzt in Südamerika. Also eigentlich das an Komfort, was wir uns gewünscht haben, hat er. Und jetzt noch dazu ein Allrad. Herrlich. Das ist schon das Konstrukt, was die Vorbesitzerin verbaut hat. Für sie war das ja passend, ist auch eine ziemlich gute, feste Konstruktion. Für uns passt so natürlich nicht. Wir werden den ganzen Kofferraum nochmal neu gestalten. Was aber richtig gut ist, dass schon eine feste Platte unten verbaut wurde. Und sowieso wurde das ganze Auto teilrestauriert. Das heißt, der ganze Unterboden wurde gemacht. Der wurde von kompletten Rost befreit, wurde Hohlraum versiegelt und alles wurde neu gemacht. Das war uns besonders wichtig, weil der Jimny relativ anfällig für Rost ist. Und wenn wir jetzt jedes Jahr eigentlich das nochmal gut pflegen, sollten wir da eigentlich keine Probleme mehr haben. Das ist alles behoben worden. Ja, und alles Weitere kommt jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, denn wir haben natürlich einiges vor. Ein Roof Rack gibt es hier oben schon. Da kommt dann natürlich ein Dachzelt drauf. Mal gucken, was wir da noch so alles mitmachen. Der Wagen wird noch ein bisschen höher kommen. Aber mal schauen, was uns da alles so einfällt, was wir alles mit dem Wagen machen. Es wird auf jeden Fall ein richtig, richtig schönes Projekt, wo wir uns drauf freuen. Und dann wird das auch erstmal unser neues Zuhause auf 4 Rädern, mit dem wir unterwegs sein werden. Eins ist auf jeden Fall klar, an Ideen mangelt es nicht. Basti beschäftigt sich mit diesem Auto schon ziemlich lange und hat, also unser Algorithmus, unser YouTube-Algorithmus und generell alles besteht eigentlich nur noch aus Jimny-Content. Wir haben so einige Ideen. Wir haben auch schon ein Wunschdachzelt und ja, generell Fahrwerk. Wie nennt man das nochmal? Motor, nee, Auspuff nach oben. Schnorchel. Alles Mögliche an neuem Krimskrams, den wir da dran packen werden. Wir freuen uns richtig drauf und ja, sind gespannt, wann und wohin wir zum ersten Mal mit unserem neuen kleinen Familienmitglied losziehen können. Gefühlt ist es ja gerade eigentlich eher so Trend, ein ganz altes, großes Wohnmobil auszubauen und das halt ein riesengroßes. Irgendwie haben wir uns aber in die andere Richtung entschieden und dachten, wir wollen noch kleiner, noch minimalistischer und vor allen Dingen so ein bisschen rausfinden, wie können wir diesen kleinen Raum bestmöglich nutzen. Und ich glaube, das wird so das Spannendste. Wie kriegen wir das, was wir alles so brauchen? Weil eigentlich war es ja schon, dass wir uns verkleinert haben zum Van. Und jetzt müssen wir uns nochmal deutlich verkleinern. Und das wird, glaube ich, richtig spannend und cool rauszufinden, wie wir diesen Platz bestmöglich nutzen. Peppi kriegt natürlich auch ihren Platz, das ist ja klar. Das halbiert das fast gefühlt nochmal alles, was wir hier haben. Aber wir werden es irgendwie rausfinden. Beziehungsweise wir dachten ja im Van schon, wir haben nur noch das dabei, was wir wirklich brauchen. Und dann, als wir jetzt wieder ausgemistet haben, haben wir gemerkt, wie viel Kram wir doch wieder dabei hatten, was wir eigentlich nicht brauchen. Ja. Sprich, es wird nochmal echt spannend, nur das wirklich mitzunehmen, was man wirklich braucht, weil ich glaube, in dem Fahrzeug hat nichts Platz, was man nur manchmal braucht. Ja. Deswegen wird es auf jeden Fall nochmal ein spannendes Projekt und wir freuen uns riesig drauf und ja, wir hoffen, ihr seid damit dabei. Fehlt nur noch eins, würde ich sagen. Ab auf die Piste.
Das war's, liebe Leute. Das war unser, wie soll man sagen, Geheimnis? Ja, ein bisschen. Geheimnistuerei zu unserem neuen Projekt. Nee, wir wussten halt nicht, was es wird und wollten erstmal für uns selber entscheiden, was es wird. Und das ist es geworden. Alles in trockenen Tüchern haben. Genau. Wir sind gespannt, was ihr zu dem neuen Fahrzeug sagt. Ja, schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet, Ja, ob wir verrückt sind. das sowieso Das wahrscheinlich. wissen wir auch noch nicht. Wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt das auch unten in die Kommentare. Das Emoji der Woche ist natürlich das kleinste Auto, Ja. was ihr finden könnt. Und man muss auch noch mal sagen, wir haben noch nie im Dachzelt irgendwelche Touren gemacht. Das ist für uns komplett neu. Also wir wagen uns hier auch in irgendein Projekt, was auch kläglich scheitern kann, wo wir am Ende sagen, nee, das ist gar nichts für uns, viel zu wenig Platz, das gefällt uns nicht. Dann nehmen wir euch auch mit. Wenn es das nicht ist, dann ist es das nicht. Jetzt gerade freuen wir uns extrem darüber. Wir haben da Lust drauf. Das ist ein neues Adventure. Das ist, was wir uns sehr gut vorstellen können, dass es klappt. Aber vielleicht klappt es auch nicht. Wer weiß. Wir sind für jegliches Ende offen. Ja. Wir hoffen, ihr auch. Ja, wir erleben das einfach zusammen. Ja, ich glaube, den Namen haben wir noch nicht verraten. Stimmt. Jetzt so ganz zum Ende. Wir haben uns den ja schon einfallen lassen und irgendwie ist der direkt, als wir das Auto hatten, ist er uns direkt in die Arme gefallen, der Name, und zwar Grogu. Wem das nichts sagt, wir blenden ihn hier ein. Grogu sieht süß aus und ist klein, hat aber ganz viel Macht und Power. Ist so. Wenn das Klein, nicht, alt und Power. genau, wenn das nicht passt zu Wissen wir unserem auch neuen nicht. Gefährt, dann wissen wir es auch nicht. Also, haut's mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, was ihr dazu sagt. Wir sind Feuer und Flamme, dass es endlich losgehen kann, den umzubauen und so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen. Und wir sehen uns nächste Woche. Genau. Bis dahin, Danke. Ende.